single day. Alexander Jurjewitsch Petschukin, geboren am 9. April 1974, wurde im Jahr 2007 zu einer traurigen Berühmtheit. Er ging als der Schachbrettmörder in die Geschichte ein. In dem berühmten Bitzer Park verübte er eine Mordserie von unglaublichem Umfang. Angeblich 62 Menschen soll er brutal hingerichtet haben, zum Großteil Alte und Behinderte, da diese sich nicht wehren könnten. Das Thema heute: der Schachbrettmörder. Every single day, I'm gonna make something great. Im Jahr 1992 verübte Petschukin seinen ersten Mord. Er hatte mit einem Kameraden die Schachbrettmorde geplant, dieser hatte jedoch davor zurückgeschreckt, die Pläne in die Tat umzusetzen. Also lockte Petschukin ihn in den Bitzer Park, füllte ihn ab und erwürgte ihn mit einem Seil. Danach warf er ihn in einen Abflussschacht. Im Jahr 2001 begann er dann immer wieder Menschen im Bitzer Park umzubringen. Seine Opfer waren meist sozial Schwache, Obdachlose, Alleinstehende, Behinderte, Alte und Trinksüchtige. Immer machte er sie betrunken und erschlug sie dann mit einem gezielten Schlag mit einem Hammer auf den Kopf. Auch verwendete er improvisierte Schusswaffen, um seinen Opfern in den Kopf zu schießen. 3 Personen konnten sich schwer verletzt aus der Kanalisation retten und überlebten. Als Petschukin eines dieser Opfer auf der Straße erkannte, stoppte er seine Mordserie für 2 Jahre. 2005 nahm er sie jedoch wieder auf, nur dass er jetzt in die offenen Kopfwunden Gegenstände wie Äste oder Flaschen steckte, um den Tod seiner Opfer zu sichern. Warum jedoch wird Petschukin auch der Schachbrettmörder genannt? Petschukin hatte daheim ein Schachbrett, auf dem er für jeden Mord ein Feld mit einem Kreuz versah. Auf die Frage hin, was er gemacht hätte, wenn ihm die Felder ausgegangen wären, meinte er hätte einfach ein neues Brett besorgt. Im Jahr 2006 wurde eine Person festgenommen, die im Bitzer Park mit einem Hammer gesehen wurde. Bald schon wurde festgestellt, dass sie den Hammer zur Selbstverteidigung mit sich trug. Durch den Medienrummel um die Festnahme des Bitzer Mörders jedoch wurde Petschukin wütend und wollte beweisen, dass er noch längst nicht gestoppt sei. Dementsprechend ermordete er immer mehr Menschen, wodurch er auch auf Personen aus seinem näheren Umfeld zugriff. Sein letztes Opfer, eine ehemalige Arbeitskollegin, hatte ihrem Sohn von dem Treffen mit Petschukin erzählt. Er konnte anhand seiner Handynummer überführt werden. Während der Gerichtsverhandlung machte Petschukin ständig unpassende Aussagen und prahlte mit seinen Taten. Er wollte in die Geschichte eingehen, berühmt werden. Sein Anwalt meinte, er hätte sich mindestens 11 der 62 Morde nur ausgedacht, um die Opferzahl in die Höhe zu treiben. Trotzdem jedoch wurde Petschukin zu lebenslänglicher Haft in der härtesten sibirischen Strafanstalt Polareule verurteilt. In Russland heißt lebenslänglich tatsächlich, bis man tot ist und nicht nur 15 Jahre. Wegen nur mittelmäßiger Führung darf Petschukin in dem Lager keine Arbeit verrichten. Er darf dort generell nur essen und schlafen. Mit Petschukin sitzen in der Polareule schlimmste Serienmörder und Terroristen. Petschukin wird hier wie seine Mitgefangenen noch bis zu seinem Tod einsitzen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Was haltet ihr von diesem grausamen Serienmörder und seiner Strafe? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann checkt doch gerne die Playlist zu diesem Format aus, indem du oben rechts in der Ecke auf das i klickst. Wenn du an Minecraft-Content interessiert bist, dann sieh gerne mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und stay crazy. Every single day.